Der Auftakt ist geglückt, jetzt geht es endlich wieder ins schönste Stadion der Welt. Alles zum ersten Heimspiel des Jahres, jetzt im Feiertagsmagazin. Morgen ist es endlich soweit. Dann wird hinter mir gespielt. Das erste Heimspiel des Jahres 2019 steht auf dem Programm. Es geht gegen Hannover 96 und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Ja, in Leipzig haben unsere Jungs aber mal so richtig schön einen rausgehauen. Und das soll natürlich hier bei uns im Stadion genau so weitergehen. Deshalb heute ein Spieler bei mir hier im Studio, den man ja schon als Gewinner der Vorbereitung sehen kann. Maximilian Philipp im neuen Jahr wieder voll im Fokus. 3 Tore in der Vorbereitung mit Präzision, Wucht und dem richtigen Riecher. Die Folge Startelf in Leipzig. Ein starker Auftritt. 3 Punkte eingefahren und nur knapp am eigenen Treffer vorbei. Der klappt bestimmt gegen Hannover. Und dann darf es gerne so weitergehen. Ja, da drücke ich natürlich auch die Daumen, dass es gegen Hannover klappt und möchte ihn ganz herzlich hier begrüßen. Willi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ins Studio zu kommen. Erste Frage, die ersten 3 Punkte habt ihr in Leipzig geholt. Wie wichtig ist sowas direkt am Anfang des Jahres, vielleicht auch fürs Selbstvertrauen, gleich wieder mit so einem Sieg zu starten? Ja, sehr, sehr wichtig, vor allem gleich gegen so einen Gegner wie Leipzig, ja, die auch oben mitspielen, die auch in die Champions League wollen. Das hat man gesehen, das war ein sehr intensives Spiel, glaube ich, für den Zuschauer, für den Neutralen. Ein sehr interessantes Spiel. Man hat gerne zugeguckt. Tolles Spiel. Natürlich für uns Dortmunder umso besser mit dem besseren Ende. Ja, gibt natürlich so einen Schub, ja, für die nächsten Spiele, die jetzt anstehen, ja, dass wir gut reingestartet sind gegen guten Gegner. Und so können wir die kommenden Aufgaben ganz gut angehen. Du hast kurzfristig Marco ersetzt. Erste Frage, wann hast du davon erfahren? Und ändert das irgendetwas in deiner Vorbereitung, wenn man erst so kurzfristig erfährt, dass man spielt? Ja gut, das war, glaube ich, Freitag im Training, als Marco dann rausgegangen ist, was mir erstmal gar nicht aufgefallen ist. Ja, es war halt Trainingsspiel und ja, da ist dann halt irgendwas passiert. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nicht mitbekommen. Am Samstag dann habe ich irgendwie mitbekommen, oder hat Marco selber gesagt, dass es nicht geht heute. Und hast schon gedacht, und dann hat man sich so ein bisschen vielleicht vorbereitet, okay, vielleicht spiele ich, vielleicht hat der Trainer auch andere Pläne. Und das ist natürlich was anderes. Wenn du weißt, dass du spielst, bereitest du dich halt natürlich auch ganz anders vor. Jetzt hast du auf der sogenannten Zehnerposition gespielt, also direkt hinter der Spitze. Eher eine ungewohnte Position für dich, oder ist das genau die Position, wo du dich gerne siehst? Ehrlich gesagt, das ist sogar meine Lieblingsposition. Da fühle ich mich am wohlsten. Ich habe ja auch in Freiburg. In Freiburg habe ich ja auch, hatten wir zwar eine Doppelspitze, aber der Trainer hat mich dann immer oder hat gefordert, dass ich mich weiter zurückfalle, mit am Spielaufbau teilnehme, weil ich da besser zur Geltung komme. Ja, klar, Außenmann kann ich natürlich auch spielen. Sturm lag mir jetzt nicht so, muss man auch ehrlich sagen, aber gut, wir haben ja genug gute Stürmer. Ja, deswegen, also am wohlsten fühle ich mich halt auf dieser Position. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, in der du Experte bist. Deine Schusstechnik haben wir ja schon mal besprochen oder eben gesehen. Wir kommen zum Abstauber. Ich gebe 3 Sätze vor, du vollendest, okay? Okay. Meine Abschlussstärke verdanke ich meinen beiden. Boah, gute Frage. Gab es einen Trainer, der gesagt hat, Maximilian, da müssen wir noch ein bisschen dran, und der dich immer wieder eigentlich ballern? Nicht. Eigentlich war das eher so, dass ich angeborene Schusstechnik. Angeboren, vielleicht hatte ich was von meinem Vater und von meinem Großvater noch
Das habe ich bestimmt in den Genen. Aber bei mir war das halt einfach so, ich bin gerne auf den Bolzplatz gegangen und habe aufs Tor geschossen. Nach einem Spiel schalte ich am besten ab, indem ich mich auf die Couch chille und Serie schaue. Okay. Meine größte Stärke abseits des Platzes ist? Das Feiertagsmagazin, kurz kommen. Außerdem? Ich denke, meine Willenskraft. So, jetzt blicken wir mal wieder zurück auf den Platz. Du giltst als einer der Gewinner der Vorbereitung. Wir haben es ja eben schon gehört. Und du durftest von Beginn ran. Jetzt hast du dir sicherlich für das neue Jahr irgendetwas vorgenommen? Ja, natürlich. Die Hinrunde lief ja nicht so gut für mich persönlich, weil ich ja nicht so viel gespielt habe. Vor allem zum Ende hin bin ich immer weniger zum Einsatz gekommen. Das ist natürlich auch frustrierend für einen selbst, wenn die Mannschaft halt sehr erfolgreich ist und du selbst quasi kaum Teil dazu beiträgst. Habe ich mir einfach vorgenommen, ich greife wieder richtig an, ich muss wieder richtig mehr Gas geben, ich muss noch mehr machen, ich muss mich mehr zeigen, ich muss einfach mehr Selbstvertrauen haben. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig für eine persönliche Entwicklung ist. Wenn es immer nur berghoch geht, ist ja auch doof. Ja eben, also bei mir vor allem ging es ja die letzten Jahre quasi nur bergauf und das war auch für mich eine ungewohnte Situation. Ja, ich war noch nie. Kann ich mir vorstellen. Also bei mir war es halt wirklich so, wenn ich fit war, war ich im Kader. Hier ist halt natürlich auch eine riesen Konkurrenzsituation. Und für mich war das halt alles dann ungewohnt. Ich kannte das nicht. Es war neu für mich und ich musste auch damit lernen, umzugehen, weil am Anfang bist du natürlich enttäuscht. Dann fangen die Selbstzweifel an. Jetzt kommen wir zum Spiel gegen Hannover 96. Morgen hier bei uns im wunderschönen Signal Iduna Park. An das Hinspiel hast du wahrscheinlich noch schmerzhafte Erinnerungen. Wie lange hast du mit so einer Situation zu kämpfen? Wacht man am nächsten Tag mit einem riesen Brummschädel auf? Ich muss ehrlich sagen, von Kopfschmerzen bin ich eigentlich immer verschont. Ja, die habe ich wirklich nie. Also Kopfschmerzen habe ich quasi nie. Ich war dann halt ein bisschen hässlicher, weil ich so ein dickes blaues Auge hatte, so eine Beule. Ja, aber das ging dann auch nach einer Woche. Aber ansonsten... Mann ohne Narben ist kein Mann. Eben. Ich habe ja auch ein paar. Nase gebrochen hatte ich auch schon, von daher... Oh, das sieht man aber nicht, aber es ist gut geworden. Gut OP, ne? Das Rückspiel gegen Hannover ist natürlich auch das erste Heimspiel des Jahres. Grund genug für uns, noch einmal ordentlich die Vorfreude zu wecken auf das erste Spiel hier in unserem schönen Stadion. Endlich wieder Heimspiel. Endlich wieder Feiertag. Endlich wieder gelbe Wand. Der nächste Hammer. Die nächste Party. Der nächste Sieg. Dafür geben wir alles. Samstag, 15:30 Uhr. Im Signal Iduna Park. Boah, ein bisschen Gänsehaut gibt's schon, ne? Oder? Total. Vor allem alles in Slow-Mo, ne? Dann ist das natürlich noch viel intensiver. Sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Toll. Ja, ist das eigentlich für dich immer noch was Besonderes, hier im Stadion einzulaufen, oder ist das die schönste Normalität der Welt? Ja, normal ist das ja nicht. Selbstverständlich ist ja was anderes.
Aber es ist natürlich immer wieder geil, ja. Wenn du siehst, was hier los ist. Und das ist in Anführungszeichen nur ein Fußballspiel. Ja, die Leute leben den Fußball hier, das ist was ganz anderes hier. Und ja, es macht einfach Spaß. Es gibt einen natürlich, putscht einen natürlich auf, wenn du hier einläufst, wenn du hier spielst mit den Fans im Rücken. Und für den Gegner ist es natürlich auch alles andere als schön, hier zu spielen. Das Hinspiel in Hannover war leider das einzige Spiel in der Bundesliga, in dem ihr kein Tor geschossen habt. Das ist unfassbar, ne? Ich erinnere mich noch genau an das Spiel. Warum wird das morgen anders sein und was wird der Schlüssel dafür sein? Ja, zum einen, weil es ein Heimspiel ist, zum anderen, weil wir sehr gut gut in die Rückrunde gestartet sind und bei Hannover die trotzdem eine gute Mannschaft haben, das darf man nicht vergessen, aber die gerade etwas Probleme haben. Ja, und ich glaube einfach, dass wir selbstbewusst genug sein müssen, um zu sagen, dass wir Hannover schlagen. Ja, wir haben eine sehr gute Mannschaft und spielerische Qualität. Aber klar, natürlich ist es auch tagesformabhängig. Aber ich glaube, so wie wir uns jetzt zeigen zurzeit, wie es im Training auch ist, wird es schwer, uns vor allem hier zu schlagen. Ihr betont ja immer, dass ihr von Spiel zu Spiel spielt und denkt, was ja auch absolut richtig ist. Jetzt spielen wir gegen Hannover 96, die absolut mit dem Rücken zur Wand stehen. Die werden wahrscheinlich hier die totale Defensive uns zeigen. Übt ihr sowas auch in der Woche beim Training? Gibt es Leute, die sich, oder übt ihr dann, wenn 8 Mann auf einer Linie stehen? Ja, teilweise schon, klar. Aber jetzt nicht explizit, dass der Trainer jetzt 8 Spieler von uns in den Strafraum stellt und die anderen 8 müssen jetzt da rumspielen. Ja, so extrem ist es jetzt auch nicht. Aber erwartet, dass wir halt den Ball gut laufen lassen, dass wir im richtigen Moment die Lücken finden. Ja, weil sich, wenn man es gut macht, wenn man gut den Ball laufen lässt, tun sich immer Lücken auf, weil es dann auch für den Gegner sehr schwer ist. Und in dem richtigen Moment müssen wir dann da sein, die Lücken nutzen. Und das wird halt vom Trainer gefordert, quasi jede Woche. Und ich glaube, wir verändern das immer besser. Und dann wird man sehen, was passiert. Gutes Gefühl für morgen? Ja, sehr gutes. Oh, das kam man direkt aus der Pistole. Sehr schön. Ja, jetzt gibt's Dönekes mit Fritz. Grün-Weiß-Schwarz sind die Farben von Hannover 96. Aber im Volksmund werden sie nur wegen ihrer roten Trikots die Roten gerufen. Das hängt mit der Verbindung zum Hamburger SV zusammen. Dort sind die Vereinsfarben blau-weiß-schwarz, aber die werden wegen ihrer roten Hosen die Rothosen gerufen. 3, 2, 1. Das weiß ich sogar. Ha! So wird's wieder. Das ist so klar. Die Geschichte ist falsch. Die 96er werden zwar die Roten gerufen, aber das hat nichts mit dem Hamburger SV zu tun. Was ist denn das für... Der Ursprung der Begründung ist übrigens nicht bekannt. Das ist doch Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Das ist doch nicht fair. Jetzt werde ich in so Fallen gelockt. Unfassbar. Und du lachst noch. Minuspunkt. 1-0 für Milli. Jürgen Rünjo ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorwart. Am 1. April 1948 in Gelsenkirchen geboren, stieg er 5-mal aus der Bundesliga ab. Mit Hannover und Borussia Dortmund auch. Wer war denn damals im Tor? Komm, 3, 2, 1. Das ist kein Witz. Der arme Rünjo, ein sehr guter Torwart, stieg zudem noch mit dem Karlsruher SC, mit dem 1. FC Nürnberg und St. Pauli ab. 2-1 für Milli. Und jetzt werde ich ausgleichen. Ja. Bestimmt. Wenn Hannover in Dortmund spielt, fallen normalerweise viele Tore. 82 in 26 Heimspielen. Aber bei den letzten 4 Partien in Dortmund fiel jeweils nur immer ein Treffer. 3, 2, 1. Das ist richtig. Der BVB gewann zuletzt 3-mal 1:0 daheim. Hannover gewann in der Saison 14/15 auch 1:0 in Dortmund.
3:1 für Milli. So, wir schauen noch mal, da ist der Zwischenstand 36:31 für... Jetzt kommen noch meine 3 dazu, ne? Nee. Die habt ihr schon drin? Ja. Spiele ich hier alleine oder was? Was machen denn die anderen? Du warst ja dieses Jahr schon bei uns, deshalb gibt es nichts zu ersteigern von Milli. Wir haben aber am Wochenende gegen Hannover 96 Schalalata und jetzt wird's big, ganz groß. Es gibt diesen Schal, der reicht, glaube ich, für 8 Personen, für 29,95 am Schalalata gegen Hannover 96. Den müsst ihr haben. Okay, wenn ihr euch den um den Kopf wickelt, seht ihr wahrscheinlich nichts mehr, aber das ist ja auch... Nee, ist wichtig, dass ihr alles seht. Also, schöner Schal, Milli, der ist für dich, damit du dich nicht erkältest bis zum morgigen Spiel. Das war's hier vom Feiertagsmagazin. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Maximilian Philipp. Ihr drückt zu Hause die Daumen, seid im Stadion, hört Netradio oder guckt bei Sky. Das war's heute. Milli, schön, dass du hier warst. Gerne. Tschüss, macht's gut.